Wir leben in einer Zeit von großer Herausforderung. Unsicherheit macht sich breit, Entfremdung, Identitätskrisen auf der persönlichen, aber auch nationalen und globalen Ebene. Der Trend ist jetzt, Sicherheit zu suchen über Waffen. Das ist eine trügerische Sicherheit, die uns da zugesprochen wird. Es gibt andere Wege, Sicherheit und Heimat zu finden in uns selbst, was uns auch befähigt, in Berührung zu bleiben mit all dem, was geschieht, im nahen Umfeld, aber auch auf unserem Planeten. Ich bin der Überzeugung, dass es Menschen braucht, die inneren Halt gefunden haben und gleichzeitig fähig sind, sich berühren zu lassen von der Freude und dem Leid, das tagtäglich über die Nachrichten zu uns ins Haus kommt. Ich habe für mich Wege gefunden, die ich auch gerne mit Menschen teile. Das sind ganz einfache Übungen, die brauchen nicht eine halbe Stunde Zeit, sondern vielleicht 5 Minuten. Die erste Übung ist ein kurzer Bodyscan, der uns hilft, anzukommen in uns selber, Heimat zu finden in unserem eigenen Körper. Die zweite Übung hilft uns, in Verbundenheit zu bleiben, wenn es schwierig wird, wenn wir uns allein fühlen. Und die dritte Übung, die hilft uns umzugehen mit dem Schmerz und der Wut, mit Tränen und Zorn. Diese 3 Übungen möchte ich mit euch teilen. Ihr könnt sie allein vollziehen, aber auch zusammen mit Freundinnen und Freunden oder auch mit Gruppen. Ich lade zunächst ein, dass wir den Blick senken oder wer mag, auch die Augen zu schließen. Wir folgen unserem Atem, nehmen wahr, wie er in den Körper einströmt und ausströmt. Es ist ein Rhythmus des Lebens in uns. Werden und Vergehen. Dann lade ich ein, die Aufmerksamkeit auf die Füße zu richten, die den Boden berühren. Und wir lassen auch zu, dass der Boden uns berührt. Während wir jetzt mit der Aufmerksamkeit durch den Körper wandern, lade ich ein, die Aufmerksamkeit auf die Körperinnenräume zu richten, beginnend in den Füßen. Wir nehmen den Innenraum der Füße wahr. Spüren durch das Fußgelenk in die Unterschenkel, hoch zu den Knien und von den Knien in die Oberschenkel bis zum Beckenboden. Wir nehmen den Bauch- und Beckenraum wahr mit den inneren Organen, den oberen Bauchraum
und den Herzraum. Vielleicht ist es möglich, dass wir wahrnehmen können, dass der Atem uns von innen her zärtlich berührt. Die Organe umspielt. Dann wandern wir mit der Aufmerksamkeit zum Rücken, nehmen seine Länge wahr und seine Breite. Und in der Mitte die Wirbelsäule, die uns würdevoll aufrichtet und uns daran erinnert, dass wir eine einzigartige Verbindung sind zwischen Himmel und Erde. Von den Schultern spüren wir in die Oberarme, durch die Ellbogengelenke in die Unterarme, durch die Handgelenke in die Handflächen und in die Finger, bis in die Fingerspitzen. Dann wandern wir mit der Aufmerksamkeit zurück durch die Hände in die Unterarme, Oberarme bis zu den Schultern. Von dort wandern wir in den Hals, nehmen den Kopfinnenraum wahr, die Innenräume des Gesichtes. Dann lade ich ein, den Körper in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Das bin ich. Ich bin ich. Ich bin. Bin. Dann lade ich ein, mit der Aufmerksamkeit zum physischen Herzen zu gehen, das eingebettet ist in die beiden Lungenflügel. Und wir umhüllen unser Herz mit einem liebevollen, zarten Lächeln und mit Dankbarkeit. Das Lächeln und die Dankbarkeit sinken in die Herzkammern, von wo sie durch die Blutbahnen strömen in alle Körperräume, alle Organe und alle Zellen. Ich lade ein, dass wir einen Moment innehalten und es genießen, wie das Lächeln und die Dankbarkeit unseren Körper, unser Wesen ganz erfüllt. Die Essenz der Herzen ist, miteinander zu kommunizieren. Dies geschieht, auch wenn wir es nicht wahrnehmen. Herzen sind miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit bildet ein zartes Gewebe, das den ganzen Planeten umhüllt. Wir stärken unsere Wahrnehmung dieser Herzverbundenheit und gleichzeitig auch die Verbindung, indem wir ganz bewusst Herzen von anderen Menschen einladen, sich mit unserem Herzen zu verbinden. Es ist wichtig, dass wir die Einladung aussprechen,
sodass wir nicht manipulieren und ein Nein immer möglich ist. Wir schützen damit uns selbst und die anderen auch. So lade ich ein, in der Stille und vielleicht auch laut die Namen zu nennen von Menschen, die uns nahestehen, mit denen wir zusammenarbeiten oder zusammenleben, sich mit unserem Herzen zu verbinden. Unsere Herzverbundenheit ist eingebettet in das Herz aller Herzen. Diese meditative Übung stärkt in uns die Gewissheit, dass wir nie allein sind. Die nächste Meditation ist entstanden in der Begegnung mit Menschen in den Philippinen, die leiden unter der zunehmenden Gewalt, menschengemacht, aber auch der Natur. Die Naturkatastrophen nehmen zu. Projekte sind gesprochen, die bleiben, doch das Geld ist irgendwo verschwunden. Mit Menschen im Nahen Osten, die leiden unter dem Krieg, leiden unter der Gewalt und Willkür und Ungerechtigkeit. Und einer Kindergärtnerin in Los Angeles, die seit Trump und der Migrationspolitik nur noch die Hälfte der Kinder in der Schule vorfindet, weil die Angst haben, dass wenn sie nach Hause kommen, die Eltern nicht mehr da sind. Solche Geschichten können Wut und Tränen auslösen. Und die Meditation geht so. Die kann auch allein durchgeführt werden. Sehr schön ist es mit Gruppen. Wir visualisieren eine goldene Schale, die Schale der Tränen. Wir können unsere eigenen Tränen da hineinfließen lassen, die ungeweinten Tränen, die vertrockneten Tränen. Und vielleicht erkennen wir, dass in der Schale bereits schon Tränen sind. Die Schale hat etwas Geheimnisvolles. Sie wächst mit dem Zustrom des Tränenwassers, sodass keine Träne verloren geht. Daneben ist auch ein magischer Korb. Der ist auch schon gefüllt mit Steinen der Wut, des Hasses, des Zorns, der Frustration. Und wir dürfen auch unsere Steine da hineinlegen. Auch dieser Korb
wächst mit den Steinen mit. Der nächste Schritt ist ein Segen, den uns der Pastor der größten Kirche in Riga mitgegeben hat, am ersten Tag einer Heilungsreise. Wir standen an einem Ort, wo während dem Zweiten Weltkrieg die Frontlinie verlief und ein Massengrab da ist. Als ich ihn bat, uns seinen Segen mitzugeben in die Woche, sprach er und lud uns ein, mit ihm diesen Segen zu sprechen. Wir öffnen die rechte Hand nach oben und sagen, wir empfangen Licht und Dunkelheit und wir geben Licht und Dunkelheit weiter. Und unter allem ist Segen. So ist auch unter der Schale der Tränen und dem Korb der Wut, der Destruktivität Segen. Und damit verwandelt sich dieses Bild. Das Wasser der Tränen wird mit Mörtel vermischt und die Steine werden zu einem sakralen Bau aufgebaut. Eine Kathedrale, vielleicht eine Synagoge, vielleicht ein Kloster, ein Tempel, eine Moschee. Und vielleicht zeigt sich in uns dieses Bild, dass die Steine nicht mehr Waffe sind, sondern zum Bau eines sakralen Raumes beitragen. Es sind unsere Steine. Wenn Sie nicht alleine üben, ist es ein Geschenk, wenn wir einander mitteilen, was wir erfahren haben. Wer, wenn nicht wir, hier im mitteleuropäischen Raum, haben die Aufgabe, das Feld der Heilung und des Friedens zu nähren und zu stärken. Beginnend in uns selber und mit den Menschen, die uns anvertraut sind, privat und beruflich. Ich danke euch